We are students of the HHS. We have a plaque in our school that are names of kids written on it, which were persecuted and murdered during National Socialism. One of the names is Rolf Baruch, and we want to know who that person is. Wir sind Schüler der Heinrich-Hertz-Schule. Wir haben eine Gedenktafel in unserem Schulhaus C. Darauf sind Namen von Kindern, die im Nationalsozialismus verfolgt und ermordet wurden. Einer dieser Namen ist Rolf Anno Baruch. Und wir wollten wissen, wer das war. Rolf Anno Baruch wurde am 1. 6. 1920 in Hamburg geboren. Er lebte mit seinen Eltern Georg und Irma und seinen 2 Schwestern Helga und Marion in Hamburg, in Hamm in der Hirtenstraße 17. Eigentlich war die Familie wohlhabend, doch mit Beginn des Nationalsozialismus änderte sich dies. Deswegen mussten sie von Hamm in die Isisstraße 61 umziehen. Die Schwestern Marion und Helga besuchten im Grindelviertel das private Lyzeum Jonsallee. Rolf ging zuerst auf die Grundschule Pröpenweg in Hamm und wechselte anschließend auf das Heinrich-Hertz-Realgymnasium beim Schlump. 1934 besuchte er schließlich die Talmud-Tora-Schule. Er wäre gerne Gymnasiallehrer geworden, sah aber 1936 dafür keine Chance mehr und ergriff einen praktischen Beruf. Er begann eine Lehre zum Böttcher. Der Böttcher stellt Fässer her, egal ob Wein, Wasser oder Whisky. Helga und Rolf bereiteten sich jahrelang auf die Auswanderung nach Palästina vor. Tatsächlich wanderte Helga am 1. September 1936 alleine dorthin aus. Auch Rolf wollte eigentlich nach Palästina reisen, doch dies geschah nicht mehr. Helga schrieb dazu später: Mit Rücksicht auf seine Kenntnisse und Fähigkeiten wurde er von der Leitung des Ausbildungszentrums zurückgehalten. Auch Marion versuchte ins Ausland zu kommen. 1938 wollte sie nach Amsterdam reisen, um einen potenziellen Ehemann kennenzulernen. Doch die Verlobung kam nie zustande. Auch eine Auswanderung nach England klappte nicht. Helga vermutete später, dass Marion ihren Vater nicht alleine lassen wollte. Mutter Irma war inzwischen verstorben. Außerdem wurde Georg Baruch im November 1938, wie viele andere Juden, auch inhaftiert und in das Konzentrationslager Sachsenhausen gebracht. Dies geschah im Zuge des Novemberpogroms. In Haft ging es Georg Baruch sehr schlecht. Er musste ganze 6 Wochen dort verbringen. Nach seiner Entlassung schrieb er an Tochter Helga: Meine herzlich und innig geliebten Kinder, um von meiner eigenen Persönlichkeit vorauszusprechen, wie es sich für einen alten Patriarchen schickt, so kann ich euch die erfreuliche Mitteilung machen, dass die Besserung meiner Hand zur Zufriedenheit des Arztes im jüdischen Krankenhaus, wohin ich mich noch immer jeden 2. Tag zum Verbinden begebe, fortschreiten. Und die verbindende und verbindliche Schwester sagt mir heute, dass kommenden Montag der Verband durch ein Pflaster ersetzt wird. Ich muss ständig üben, die noch steifen Finger tüchtig zu biegen, was mir mit Gottes Hilfe auch gelingt, und somit ist es rührend zu sehen, wie Gott sowohl im Kleinen als auch im Großen hilft. Marion blieb im Kulturbund aktiv und zeichnete und malte viel. Zusammen mit ihrem Vater wurde sie am 8. November 1941 nach Minsk deportiert. Ein Überlebender von Minsk berichtete zu Marions Tod: Im Juni 1942 gab es einen Wechsel in der Kommandantur SS. Hauptscharführer Rübe war sehr brutal. Als er einmal ein schön geschriebenes Schild sah, fragte er, wer es gemalt habe. Er ließ Marion zu sich kommen, sprach kurz mit ihr und führte sie dann zum Friedhof. Dort erschoss er sie. Über Georg Baruchs Tod wissen wir nichts. Rolf Baruch befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem Hascharer Zentrum in der Nähe von Berlin. Dort heiratete er Walli Hirschfeld. Seine Schwester Helga schrieb er ein Telegramm: Vati Marion gesund, sobald wieder Nachricht, schreibe ich. Bin seit Januar verheiratet, kein Grund zur Sorge. Am 19. April 1943 wurde Rolf und Walli Baruch von Berlin nach Auschwitz deportiert. Wallis Schicksal ist ungeklärt. Rolf Baruch wurde bei der Selektion als arbeitsfähiger eingestuft und kam nach Auschwitz-Monowitz, wo er Zwangsarbeit für die IG Farben leisten musste.
Helga schrieb 1990 ein Telegramm an das Stadtteilarchiv Hamm. Zufällig erhielt ich auch erst vor einigen Monaten von einer Dame aus Weil am Rhein die Nachricht, dass er sich bis zum Schluss bei jedem Appell meldete. Er muss auf dem sogenannten Todesmarsch umgekommen sein. Helga starb dann am 17. August 1991 in Tel Aviv.